Guten Tag, mein Name ist Andrew Franke. In diesem Video zeige ich Ihnen die Erstellung von zusammengesetzten und konditionalen Vorlagen. Das ist ein Video in der Reihe Erstellung von Vorlagen, also stellen Sie sicher, dass Sie die Grundlagen beherrschen, bevor Sie mit diesem Video fortfahren. So, wir werden jetzt die Vorlage vom letzten Mal, vom Kanzleiumzug, noch etwas ausbauen. Es soll zum einen noch ein Anhang, ein Folgedokument hinzugefügt werden für den Standort, einmal in Deutsch und Französisch. Und dann werden noch auserlesene Mandanten zu einem Willkommensumtrunk eingeladen. Das ist dann eben der konditionale Teil, weil das nur bestimmte Mandanten sind, die wir speziell markiert haben. Ähm, diese kleine Vorarbeit müssen wir jetzt noch leisten. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Also wir wählen jetzt die Mandanten aus, die wir einladen möchten. Das ist der Austerlitz Jacques, der Bürger Pascal. Ich markiere die hier einfach. Das sind sozusagen unsere netten Mandanten, die wir gerne einladen. Und denen gebe ich jetzt eine Farbe. Das mache ich hier bei Werkzeuge. Dann gehe ich auf Anpassen, Farbe setzen und setze hier Rot. Wichtig, das ist etwas, das müssen Sie einfach mal gesehen haben oder mal gehört haben. Diese Farben hier, die haben alle auch eine Nummer hinterlegt. Keine Farbe hat die Nummer 0, Rot hat die Nummer 1, Orange 2, Gelb 3 und so weiter. Also Rot 1, das müssen wir uns merken. Jetzt sind die Farben hier gesetzt, sehen Sie. Und dann können wir unsere Vorlage weiter bearbeiten. Wir haben hier Kanzleiumzug angewählt, dann gehen wir hier auf Bearbeiten. Dann sind wir hier drin. Das sollte noch genau gleich aussehen wie beim letzten Mal, als wir aufgehört haben. Französischer Teil, ja, der ist auch hier. Das ist perfekt. Gut, dann gehe ich hier auf das Zahnrad und klicke Folgedokumente an. So, Sie sehen, da kommt ein ziemlich ähnliches Fenster. Ähm, Da können wir genau nach dem gleichen Prinzip vorgehen. Wir klicken hier auf das Plus und dann kann man eben wieder 'n weiteres Dokument zu eben diesem zu dieser Vorlage jetzt in dem Fall anlegen. Wir möchten jetzt als erstes den Standort wählen, einfügen. Das ist aber hier kein For the Right Dokument, sondern das ist ein PDF. Das wechseln wir hier. Vielleicht ging es zu schnell. Ich bin hier auf das Dreieck und habe hier PDF angewählt. Jetzt hier können Sie auf Import gehen und dann könnten Sie sich hier durch den Finder wählen und das entsprechende Dokument öffnen bzw. dann hier hinzufügen. Äh, in Unter Windows wäre das dann natürlich mit dem Windows Explorer. Ähm, Das brauchen wir jetzt hier aber nicht. Wir machen es uns noch etwas einfacher. Wir ziehen das hier einfach rein vom Desktop. Das ist Standort Deutsch, das möchten wir. Das ziehe ich hier rein. Genau, das war jetzt unter Deutsch, Standort Deutsch haben wir reingezogen. Französisch machen wir dasselbe, ziehen wir einfach hier rein. Dann ist das schon hinterlegt. Perfekt. Dann noch ein weiteres Dokument, der Willkommensumtrunk. Da Dafür mache ich jetzt das Fenster hier noch etwas größer. Da habe ich auch einen Text vorbereitet. Den kopiere ich jetzt hier einfach mal rein. Und dann möchte ich das alles hier noch formatieren. Areal, persönliche Einladung, Mitte, das soll etwas größer sein. Dann, ich zeige mir immer noch gerne hier diese Zahnumbrüche an. Mache ich mal hier ein paar. Das hier, ups, nee, nur diese Zeile, die soll auch noch dick, fett sein. Das kommt in die Mitte und soll noch etwas größer sein. So. Und wir haben hier noch ein Bild von unserer Kanzlei gemacht.
Das ziehen wir jetzt hier rein. Vorbildlich wir sind, haben wir natürlich ein großes Bild genommen, also ein Bild mit hoher Auflösung. Das ist jetzt hier noch zu groß, das ziehen wir kleiner. Das ist eigentlich analog wie im Word. Kann man das einfach kleiner ziehen. So, jetzt sieht es schon ein bisschen ordentlicher aus. Das muss jetzt noch in die Mitte. Dazu einfach die entsprechende Zeile anwählen. Mitte. Und dann zähle ich hier noch schnell die Zahlenumbrüche ab. Ja, hier möchte ich oben und unten 3 haben. Genau, dann haben wir es eigentlich schon für den deutschen Teil. Kommen wir zum französischen Teil. Da kopiere ich jetzt einfach alles, gehe zum französischen Teil, füge das hier ein. Das hat den Vorteil, dass wir zum einen schon das Bild am richtigen Ort haben und alles schon formatiert haben. Wenn ich jetzt hier den französischen Text kopiere, kann ich eben nur den Teil kopieren, der die gleiche Formatierung hat. Also hier, das muss ich jetzt sozusagen Stück für Stück einfügen. Oder eben in Ihrem Fall würden Sie es dann vielleicht gleich überschreiben. Also Sie würden das hier markieren und dann Ihren Text rein tippen. Ich mache das jetzt hier so. So, dann haben wir das auch schon. Das ist somit okay. Standort ist auch okay. Jetzt kommen wir zum konditionalen Teil. Dazu gehen wir hier auf Ausgabeoptionen. Dann klicken wir hier bei Ausgabe auf Immer und wählen Neu konditional an. Dann klicke ich hier auf das weiße Feld und hier erscheint der Formeleditor. Hier gebe ich jetzt eigentlich an, wann, eben bei welcher Kondition soll diese Vorlage oder beziehungsweise dieses Folgedokument dieser Vorlage erscheinen. Ich scrolle hier durch und ich suche jetzt natürlich Farbe. Da habe ich einen Doppelklick gemacht, hier auf Farbe und dann erscheint das in diesem Feld. Und wenn die Farbe gleich 1 ist, darum habe ich gesagt, sollen Sie sich das merken, rot ist 1, darum habe ich jetzt hier die 1 eingegeben. Okay, dann wird dieser Ausdruck hier übernommen. Ich kann das wieder schließen. Ich klicke auf OK. Hier klicke ich auch nochmals auf OK und dann ist das gespeichert. So, der Moment der Wahrheit. Wir testen unsere Vorlage. Erstmal klicke ich hier auf den Dresdner Gernot, der ist deutschsprachig und er ist nicht eingeladen. Sie sehen, da ist nichts rot bei ihm. Da ist keine Farbe hinterlegt. Wir testen das und das ist richtig, das ist in Deutsch und es ist nur Kanzleiumzug und Standort drin in diesem Entwurf und nur das wird ihm auch geschickt, wenn wir diese Vorlage auswählen. Jetzt gehen wir zum Bürger Pascal zuerst. Kanzleiumzug ist angewählt, Entwurf und Sie sehen, da kommt noch der Willkommensumtrunk mit dazu. Das ist komplett richtig. Das ist genau, was wir haben wollten. Genau, das können wir wieder verwerfen und dann gehe ich jetzt zum Austerlitz Jacques, französischsprachig. Schauen wir, ob das klappt. Und Sie sehen, das hier ist ebenfalls in Französisch. Das haben wir eigentlich schon beim letzten Mal gemacht, im letzten Video. Und hier der Standort ist in Französisch und der Willkommensumtrunk, der ist ebenfalls in Französisch. Damit stimmt das und wir haben genau die Vorlage, die wir haben wollten. Das war's zu dem Video. Bis zum nächsten Mal.